Billy Bye, bitte auf die Bühne. Billy Bye, bitte auf die Bühne. Hi und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal, nach so langer Zeit mal wieder. Ich war Regiehospitant am Luzerner Theater und war bei der Produktion Märchen im Grand Hotel eingesetzt, die am 26. Oktober 2019 ihre Premiere feierte. Die Produktionszeit lief vom 3. September bis zum 26. Oktober, der Premiere. Ich will in diesem Video ein bisschen über diese Zeit schwärmen und erzählen und nebenbei auch die Aufgaben eines Regiehospitanten vorstellen. Die Hospitanz war mein erster Kontakt mit der Welt hinter der Bühne des Theaters, mit der Opernsparte und einer Operette. Es war sogar mein erster Auftritt als Statist auf einer großen Bühne, aber dazu später mehr. Zu Beginn mal ein paar Informationen zum Stück. Märchen im Grand Hotel ist eine Operette von Paul Abraham, die 1934 in Wien uraufgeführt wurde und für das Luzerner Theater umgeschrieben wurde. Die Musik ist eine Mischung aus Walzern und Jazzmusik, die sehr ins Ohr geht. Inszeniert wurde die Operette von Regisseur Bram Jansen, die musikalische Leitung hatte William Kelly inne. Auf der Bühne zu sehen sind Heidi Maria Glössner, Samuel Streif, Tore Augestad, Robert Masel, Jason Cox, Vujani Blinde, Julia Bettig, Norma Haller, Chiara Schönfeld und Anna Vogt. Die Handlung erzählt die Geschichte eines Grand Hotels, das sich mit der Umstellung auf einen sich verändernden Tourismus schwer tut und darum einen Werbefilm produzieren will, um wieder Gäste anzulocken. Die Angestellten des Hotels spielen die Figuren in diesem Werbefilm. Der Filmteil steht schon, jetzt muss nur noch die Tonspur erstellt werden. In dem Werbefilm geht es um die verarmende spanische Prinzessin Isabella im Exil und einer sich entwickelnden Liebesgeschichte mit Kellner Albert. Während der Produktion geht der Alltag im Hotel weiter. Das hier ist das Skript der Operette, die aktuellste Fassung. Hier drin sind kleine Notizen zu den Auftritten von Statisten oder minimale Textänderungen. Es sieht auf den ersten Blick sehr harmlos aus und man wundert sich vielleicht, wie an so etwas 6 Wochen gearbeitet werden kann. Wenn man sich dann aber diesen Stapel hier anguckt, erahnt man vielleicht eher, wie viel Arbeit hinter so einer Produktion steckt. Das sind alles ältere Textfassungen, wobei die oberste hier meine Arbeitsversion ist, die ich laufend aktualisiert habe. Einige dieser Fassungen waren nur wenige Tage in Benutzung, weil sich, gerade zum Ende der Produktionsphase hin, sehr viel in kurzer Zeit geändert hat. Das sind teilweise auch nur die Texte einzelner Akte, wo viel geändert wurde. Das hier ist zum Beispiel nur der 2. Akt, das hier nur der 3. So kommt dann schnell eine große Menge an Papier zusammen. Häufig sind ein paar der Seiten auch mit Änderungen versehen oder es sind vereinzelt Notizen drin, die ich später dann nicht mehr verwendet habe. Das unterste hier ist die Klaviatur, also die Noten der Musik des Stücks. Normalerweise sortiert man in die Klaviatur die einzelnen Seiten der Textfassung hinein, allerdings habe ich aufgrund der Komplexität des Stücks eine schon vorgefertigte Version bekommen. In der dicksten Fassung sind immer wieder Blätter von mir ausgerissen und andere neu eingeklebt worden. Die Fassung ist auch deshalb so dick, weil der Druck einseitig ist. Das ist wichtig, weil man die Rückseiten für das sogenannte Markieren der Positionen der Sänger und Sängerinnen und der Requisiten nutzt. Auf der ersten Rückseite ist einmal die gesamte Anfangssituation mit der generellen Einrichtung zu Beginn des Stücks. Es sind 2 Skizzen der Bühne, weil die Bühne zweistöckig ist. In den Skizzen wird dann eingezeichnet, von wo die Sänger und Sängerinnen auftreten und welche Wege sie gehen und, falls überhaupt, wohin Requisiten verschoben werden. Kommen wir zu diesen Blättern, der Stückliste. In der sind alle Dinge aufgelistet, die der Bühnenbildner auf der Bühne haben wollte. Möbel, Dekor und die Requisiten, genannt Props, die auch bespielt bzw. benutzt werden. Die Spalten enthalten Angaben, was für Dinge in welcher Szene gebraucht werden, wie viele von ihnen, eine Beschreibung zum Aussehen und ein Referenzbild. Es geht dann in Requisitenbesprechungen darum, welche dieser Wünsche realisierbar sind, auch mit Blick auf das Budget einer Produktion. Eine Requisite war ein Karton mit Luzern Merchandise T-Shirts. 2 T-Shirts wurden auch gekauft, die Kartons kamen aber aus Platzgründen nie zum Einsatz, daher habe ich dieses wunderschöne T-Shirt erhalten. Speziell für diese Inszenierung gab es noch extra Seiten mit Props für Foley Sounds. Foley ist der Begriff für das Nachvertonen von Geräuschen in Videos. Diese Props mussten also bestimmte Geräusche von sich geben können, so zum Beispiel ein Akkordeon für Atemgeräusche, eine Klingel, Orangen für Kussgeräusche, eine Ziehflöte für das typische Geräusch aus Cartoons, wenn Charaktere in Ohnmacht fallen, und ein Kissen für Schlaggeräusche. Neben den Markieren gehörte dann auch der praktische Teil dazu, also die Einrichtung der Requisiten auf der Probebühne. Unsere Probebühne sah übrigens so aus. Wenn Sänger oder Sängerinnen nicht bei der Probe waren, bin ich auch öfter als Orientierungshilfe eingesprungen. Es gibt im Theater verschiedene Probephasen. Beim Schauspiel gibt es meistens 2, bei der Oper meistens 3. Die erste Phase ist die Anfangsphase, in der man noch auf der Probebühne ist, wo die Bühne nur provisorisch mit Ersatzmaterialien aufgebaut ist.
Die zweite Phase ist die Bühnenprobenphase oder auch Endprobenphase, in der man auf der richtigen Bühne probt. Bei der Oper gibt es vor der ersten Phase noch die musikalischen Proben. Bei den Bühnenproben war ich oft zwischen den einzelnen Abteilungen im Haus unterwegs. Die Arbeit als Regiehospitant ist eine schöne Arbeit in einem wundervollen Umfeld. Die ganze Sache hat nur einen großen Haken. Die Arbeit ist unbezahlt. Ich hatte das Glück, dass ich als Beleuchtungsstatist eingesetzt wurde, die Zeit wurde dann sogar entschädigt. Diese Tätigkeit ist mit sehr vielem Warten ausgestattet, in der ich viel Zeit hatte, mir die Beleuchtung anzugucken. Der Blick nach oben auf der Bühne sieht so aus, einmal ohne und einmal mit Beleuchtung. Auch der Blick von der Bühne ist mal etwas anderes, auch wenn man in den tatsächlichen Vorstellungen sehr wenig vom Publikum sieht, weil man von den Scheinwerfern so geblendet ist. Das hier ist übrigens der Blick aus dem Zuschauerraum bei den Beleuchtungsproben. Hier zu sehen das Beleuchtungspult, das einen Überblick auf die verschiedenen sogenannten Stimmungen gibt. Die einzelnen Scheinwerfer werden allerdings von dem Technikraum, der hier ist, gesteuert oder von den Technikern per Hand ausgerichtet. Ich hatte auch einmal das Glück, den Aufbau der Bühne miterleben zu können. So sieht die Bühne von unten im nackten Rohbau aus. Diese Produktion hatte eine Besonderheit. Der dritte Akt dieser Operette sollte vor allem in einem Film spielen, der auf eine transparente Leinwand projiziert und mit gelegentlichen Auftritten auf der Bühne kombiniert wird. Dieser Filmteil musste natürlich erstmal erstellt werden, deshalb waren 4 Tage für den Filmdreh im Hotel Schweizerhof Luzern eingeplant. Das ist für so eine Länge eines Filmes sehr wenig Zeit, diese Zeit wurde aber sehr gut genutzt. Während der Dreharbeiten hat es sich so ergeben, dass ich eine Statistenrolle bekam, als Lobby- bzw. Liftboy, der auch die Klappe geschlagen hat, und als Zimmermädchen der 30er Jahre. Einer meiner Aktionen auf der Bühne hat mit diesem Staubsauger zu tun, der schon für einige kuriose Ereignisse gesorgt hat. Auch ein Ding, das ich vor der Produktion nicht kannte, waren Premierengeschenke. Man beschenkt die Produktionsbeteiligten, vor allem die Schauspieler, mit Kleinigkeiten, typischerweise Blumen, und meine Ausbeute von dem Abend sah so aus.